Wie du das defekte Display deines iPhone 5S ganz einfach selbst austauschen kannst, zeigt dir Chip in Kooperation mit dem Reparaturexperten iDoc. Diese Reparatur kannst du ganz einfach durchführen, auch wenn du in solchen Sachen ein absoluter Anfänger bist. Alles, was du dafür brauchst, sind 30 Minuten Zeit. An Werkzeugen benötigst du einen Pentalobe-Schraubendreher, einen Philips Pico-Finish-Schraubendreher, einen ESD-Spudger, einen Metallspatel, einen Saugnapf, eine ESD-Pinzette und ein Plektrum. Um dein iPhone zu öffnen, musst du erst die beiden Schrauben links und rechts neben dem Lightning-Anschluss mit dem Pentalobe-Schraubendreher entfernen. Kratzer auf der Rückseite kannst du vermeiden, indem du dein iPhone auf eine weiche Unterlage legst. Für den nächsten Schritt benötigst du einen Saugnapf und das Plektrum. Hebe die Scheibe mit dem Saugnapf an. Füge währenddessen das Plektrum zwischen Aluminium- und Displayrahmen ein und presse den Aluminiumrahmen nach unten. Über dem Home-Button-Stecker befindet sich eine silberne Abdeckung. Fahre vorsichtig mit der Spitzenseite des Spudgers darunter und hebe die Abdeckung ab. Nutze den Spatel vom Spudger, um den Kontakt vom Stecker zu trennen. Nun kannst du das Display am Home-Button abheben. Aber Vorsicht, noch sind die LCD- und Touchscreen-Kabel am Logic-Board angeschlossen. Um die Abdeckung abheben zu können, entferne zunächst die silbernen Philips-Schrauben. Merke dir dabei genau, welche Schraube an welcher Stelle saß. Löse nun ganz vorsichtig die 3 Stecker für Touchscreen, LCD und Frontkamera, indem du mit der Spitzenseite des Spudgers ganz leicht unter den Kontakt fährst und diesen anhebst. Entferne zunächst die Philips-Schraube. Darunter befindet sich zusätzlich noch ein kleiner Metallkontakt, der meist mit der Schraube am Kabelsatz hängen bleibt. Löse nun die beiden gleich großen Schrauben und nimm die silberne Abdeckung ab. Meist ist der Kabelsatz stark verklebt. Hier hilft es, wenn du mit der Spitzenseite des Spatels vorsichtig darunter fährst, um ihn zu lockern. Der Home-Button klebt innen an der Scheibe. Benutze den Spudger, um die Scheibe nicht zu zerkratzen, und hebe die Gummierung vorsichtig ab. Entferne die beiden Philips-Schrauben an der Abdeckung über der Hörmuschel auf der Rückseite der Display-Einheit. Die Abdeckung ist an 2 Stellen eingehakt. Um sie abzuheben, löse vorsichtig den Haken auf einer Seite. Die darunter liegende Hörmuschel kannst du ganz einfach mit den Fingern herausnehmen. Der Kabelsatz ist an den Sensoren leicht verklebt. Hebe ihn vorsichtig mit dem Spatel an und falte ihn so, dass die Kamera über der Rückplatte liegt. Das Hitzeschild musst du dafür nicht entfernen. Die Metallabdeckung ist mit 5 Philips-Schrauben befestigt, die alle entfernt werden müssen. Im Anschluss kannst du die Rückplatte herausnehmen. Da nicht alle erhältlichen Displays gleich ausgestattet sind, kann es sein, dass du vor dem Einbau der neuen Scheibe einige Teile übernehmen musst. Dazu gehören die Halterung für die Frontkamera, die Halterung für den Sensor und 2 Aufkleber. Lege die silberne Rückplatte auf die Rückseite des neuen Displays und verschraube sie. Positioniere das Umgebungsmikrofon in dem kleinen schwarzen Kanal und befestige anschließend Frontkamera und Sensor in den entsprechenden Halterungen. Nachdem du die Hörmuschel wieder an ihren ursprünglichen Platz gelegt hast, kannst du die Abdeckung wieder auflegen und die Philips-Schrauben anbringen. Achte darauf, dass die Frontkamera mittig auf der Displayfront sitzt. Falls nötig, verschiebe sie leicht. Beim Anbringen des Home-Buttons solltest du darauf achten, dass der Kabelsatz korrekt liegt. Nun kannst du die Abdeckung wieder auflegen und verschrauben.
Falte den Kabelsatz um und verschraube ihn. Achte dabei darauf, dass sich der Metallkontakt nicht mitdreht. Nun kannst du die Stecker wieder anbringen. Beim Anschließen des LCD-Steckers kann es passieren, dass sich der Touchscreen-Stecker löst. Wenn alles in Ordnung ist, kannst du die Abdeckung wieder anbringen und verschrauben. Hier wird es nochmal etwas knifflig. Benutze die Pinzette oder den Spudger, um den Stecker des Kabelsatzes in Position zu bringen und presse den Stecker mit dem Spudger vorsichtig auf den Anschluss. Lege danach die silberne Abdeckung über den Stecker. Beim Positionieren der Abdeckung nimm eventuell die Pinzette zur Hilfe. Drücke nun die Abdeckung mit dem Spudger vorsichtig an, bis sie einrastet. Es geht in den Endspurt. Klapp nun die Scheibe vorsichtig herunter. Wichtig ist, dass der obere Rand der Scheibe, an dem sich die Kabel befinden, richtig einhakt. Jetzt kannst du die Scheibe vorsichtig in Richtung Home-Button andrücken, bis sie richtig im Rahmen liegt. Schritt 17. Befestigen der Gehäuseschrauben. Nun musst du nur noch die beiden restlichen Pentalobe-Schrauben an der unteren Gehäuseseite anbringen. Das war's auch schon. Wir hoffen, unser Workshop hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal.